Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Wir tauchen für dich in einen sehr detailliert beschriebenen Tagesablauf ein. Genau. Die Quelle ist ein Podcast-Skript, das wirklich minutiös aufzeigt, wie eine Person ihren Alltag strukturiert und dabei, konsequent Deutsch lernt. Das stimmt. Es handelt sich um das Skript Mein Tagesablauf, ein ganz normaler Tag in meinem Leben vom Kanal German Next Level. Und was dieses Material, finde ich, so interessant macht, ist weniger die Tatsache, dass jemand Deutsch lernt, sondern wie. Ja, das Wie. Wie dieses Lernen in den Stoff des Alltags eingewoben wird. Genau das ist unsere Mission heute. Wir wollen für dich herausfinden, welche konkreten Strategien hier zum Einsatz kommen. Wie hilft diese doch sehr feste Struktur dabei, dran zu bleiben? Und natürlich, welche nützlichen Wörter und Formulierungen rund um den Alltag stecken da drin. Wir nehmen das Ganze für dich auseinander, um so die Essenz rauszufiltern. Ja. Vielleicht erkennst du ja deinen eigenen Rhythmus wieder oder findest Inspiration für kleine Anpassungen. Okay, packen wir das mal aus. Der springende Punkt ist wirklich diese bewusste Integration. Man könnte es fast als Mikrodosierung des Lernens bezeichnen, sozusagen verteilt über den ganzen Tag. Mikrodosierung, guter Begriff. Es geht eben nicht um einen riesigen Lernblock, sondern darum, wie selbst kleine Zeitfenster und Routinen als Vehikel für das Sprachziel genutzt werden. Achten wir mal darauf, wie raffiniert diese Person scheinbar unproduktive Momente in Lerngelegenheiten verwandelt. Fangen wir chronologisch an, wie im Skript. Der Morgen beginnt früh, gegen 6:30 Uhr. Der Wecker klingelt, aber, und das finde ich gut, es wird nicht verschwiegen, dass das Aufwachen einen Moment dauert. Ja. Kein sofortiges Aufspringen also. Das ist schon mal ein realistischer Start, oder? Nicht diese übermenschliche Ich springe aus dem Bett und bin sofort produktiv Darstellung, sondern erstmal ankommen im Tag halt. Exakt. Die ersten bewussten Handlungen, kurz liegen bleiben, sich strecken, tief durchatmen, erst dann folgt die Routine im Bad, Zähne putzen, duschen, anziehen. Okay. Und dann kommt ein Moment, der im Skript als absolut zentral beschrieben wird. Der Kaffee. Mit dem Zitat unterstrichen, ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Klar. Das können sicher viele nachvollziehen. Absolut. Dieser erste Kaffee als mentaler Startschuss in den Tag, das ist weit verbreitet. Aber was danach beim Frühstück passiert, das ist der erste strategische Kniff, den wir uns genauer anschauen sollten. Richtig. Denn hier wird nicht einfach nur gegessen. Während des Frühstücks wird aktiv und bewusst ein deutscher Podcast gehört oder ein kurzes YouTube-Video auf Deutsch geschaut. Das Ziel wird klar benannt: sofortiges Eintauchen in die Sprache, das Hörverständnis trainieren, quasi als Aufwärmübung für den Tag. Hier sehen wir dieses Prinzip der Nutzung von Übergangszeiten. Das Frühstück, eine ohnehin notwendige Handlung, wird nicht als verlorene Zeit betrachtet, sondern aktiv gestaltet. Genau. Statt passiv die Gedanken schweifen zu lassen, wird der Geist gezielt auf die Zielsprache ausgerichtet. Das ist psychologisch clever. Es etabliert Deutsch sofort als präsenten Teil des Tages. Ja. Und nicht als etwas, das man später noch erledigen muss. Es senkt die Hemmschwelle sozusagen und schafft einen frühen, positiven Kontaktpunkt. Es fühlt sich wahrscheinlich auch weniger nach Lernen im klassischen Sinne an, oder? Sondern mehr nach einer angenehmen Begleitung zum Frühstück. Vermutlich, ja. Weiter geht es dann in den Vormittag. Ab etwa 8 Uhr beginnt die Arbeit, meist im Homeoffice am Laptop. Die Beschreibung klingt erstmal vertraut. E-Mails checken, den Tag planen, an Projekten arbeiten. Standardarbeitsbeginn, ja? Aber interessant ist, wie die Quelle den Umgang mit unvermeidlichen Konzentrationsschwankungen beschreibt. Es wird nicht einfach hingenommen, dass die Energie nachlässt. Genau, das wird angesprochen. Wenn Müdigkeit aufkommt, so heißt es, wird nicht einfach weitergekämpft, sondern es folgt eine bewusste Unterbrechung. Kurz aufstehen, Tee kochen, eine kleine Bewegungspause einlegen.
Mhm. Und ganz wichtig, es gibt eine fest eingeplante kleine Pause gegen 10:30 Uhr. Diese geplante Pause ist entscheidend. Wie wird sie denn laut Quelle genutzt? Ist es nur ein Kaffee oder steckt da mehr dahinter? Es kann ein weiterer Kaffee sein, etwas Obst, aber eben auch, und das unterstreicht diesen bewussten Ansatz, ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft. Ah, okay. Das Ziel wird explizit genannt. Kopf frei bekommen. Das ist mehr als nur eine Kaffeepause. Hier zeigt sich ein Verständnis für Energiemanagement. Kurze, aktive Pausen, besonders mit Bewegung und frischer Luft, sind ja nachweislich effektiver zur Wiederherstellung der Konzentration. Stimmt. Als passive Pausen, wo man vielleicht nur aufs Handy schaut. Es geht darum, die kognitive Leistungsfähigkeit über den Vormittag aufrechtzuerhalten. Man könnte sagen, es ist eine Investition in die Produktivität der nächsten Arbeitsstunde. Ein proaktives Management der eigenen Ressourcen. Genau, statt einfach nur zu reagieren, wenn man müde ist. Dann folgt die Mittagspause gegen 12:30 Uhr. Okay, beim Essen gibt es laut Skript 2 Optionen. Entweder wird selbst gekocht, als Beispiele werden einfache Gerichte wie Nudeln mit Gemüse oder Reis mit Hähnchen genannt. Oder man trifft sich mit Freunden auswärts zum Essen. Diese Flexibilität ist interessant. Es ist keine rigide, jeden Tag dasselbe Routine, sondern lässt Raum für soziale Kontakte, was ja auch eine Form der Erholung und Energiequelle sein kann. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der mentale Bruch. Beim Essen wird bewusst darauf geachtet, nicht an die Arbeit zu denken, sich zu entspannen. Aber, und das ist wieder typisch für diesen Tagesablauf, die Pause hat noch eine zweite Funktion. Ich ahne es schon. Eine weitere Lerngelegenheit, aber wahrscheinlich in anderer Form. Ganz genau. Nach dem Essen folgt oft noch das Lesen einiger Seiten in einem Buch oder das Schauen von Nachrichten auf Deutsch. Aha. Wieder ein doppeltes Ziel. Man bleibt informiert über das Weltgeschehen oder taucht in eine Geschichte ein und gleichzeitig nimmt man passiv oder aktiv neue Wörter und Satzstrukturen auf. Das ist faszinierend, wie konsequent auch diese Phase genutzt wird. Man könnte es als sanftes Lernen bezeichnen. Ja, das passt gut. Die Mittagspause hat hier klar 2 Rollen. Erstens die körperliche und mentale Erholung vom Vormittag. Zweitens eine weitere, aber eben niederschwellige Sprachexposition. Die Wahl der Aktivität Lesen, Nachrichten ist klug, da sie kognitiv weniger fordernd ist als die Arbeit am Vormittag, aber trotzdem dem Sprachziel dient. Die Intensität wird also dem Moment angepasst. Es ist nicht alles oder nichts, sondern ein intelligentes Anpassen der Lernmethode an die jeweilige Situation halt. Diese Anpassung der Intensität scheint wirklich ein Schlüssel zu sein. Nach der Mittagspause geht es zurück an die Arbeit. Und hier beschreibt die Quelle den Nachmittag als die persönlich produktivste Zeit. Der Fokus liegt dann auf anspruchsvollen Aufgaben oder kreativen Projekten. Als Beispiel wird sogar die Aufnahme von Videos oder Podcasts genannt, was ja zur Quelle selbst passt. Ob der Nachmittag jetzt objektiv die produktivste Zeit ist, sei mal dahingestellt. Das ist ja individuell verschieden. Aber die Struktur des Tages könnte dies durchaus begünstigen. Wie meinst du? Naja, nach der bewussten Erholung in der Mittagspause, vielleicht noch angereichert durch diese leichte Lernaktivität, ist die mentale Energie möglicherweise wieder auf einem Hoch. Es ist plausibel, dass anspruchsvollere Aufgaben dann leichter fallen. Stimmt, das macht Sinn. Es gibt dann noch eine kleine Zäsur am Nachmittag, gegen 16 Uhr. Eine kurze Pause, um Wasser oder Tee zu trinken. Und das finde ich einen sehr smarten Kniff, die To-Do-Liste zu überprüfen. Ah ja, die Quelle erwähnt explizit das positive Gefühl, das dabei entsteht. Wenn ich sehe, dass ich viel geschafft habe, fühle ich mich richtig gut. Das ist ein psychologisch total wirksamer Mechanismus. Das bewusste Abhaken oder Reflektieren der erledigten Aufgaben am Nachmittag verstärkt das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Fortschritt. Genau. Es visualisiert den Erfolg des Tages und kann einen Motivationsschub für die letzte Arbeitsphase geben oder auch schon für den nächsten Tag.
Es geht also nicht nur um die objektive Produktivität, sondern auch um das subjektive Erleben von Kompetenz und Kontrolle. Mhm. Das wiederum kann ja die Motivation für die Routine selbst stärken. Ein wichtiger Punkt, dieses positive Feedback fürs eigene System. Kommen wir zum Abend. Wenn die Arbeit endet, so zwischen 18 und 19 Uhr, folgt nicht der direkte Sprung auf die Couch, sondern erstmal Bewegung. Ein Spaziergang oder etwas Sport stehen auf dem Programm. Ein klassischer Übergangsritus vom Arbeits- in den Freizeitmodus. Bewegung hilft ja bekanntermaßen, mental abzuschalten und Stress abzubauen. Aber ich vermute mal, auch hier bleibt das Lernen nicht außen vor. Du liegst absolut richtig. Hier wird es wirklich interessant, denn die Aktivität wird wieder doppelt genutzt. Okay. Während des Spaziergangs oder Sports wird entweder Musik gehört oder ganz gezielt ein deutsches Hörbuch. Ah, das Hörbuch. Wieder diese Kombination körperliche Aktivität zur Entspannung und Energiegewinnung, gepaart mit fortgesetztem Sprachtraining. Die Lernintegration zieht sich also nahtlos bis in den Feierabend rein. Das ist ein Paradebeispiel für die Nutzung von toten Zeiten oder besser gesagt Zeiten, in denen der Körper aktiv, der Geist aber aufnahmefähig ist. Ja, genau. Pendeln, Hausarbeit, Sport, all diese Momente eignen sich hervorragend für passives Hören. Hier wird der Feierabend aktiv gestaltet und dient weiterhin dem Lernziel, aber auf eine Art und Weise, die zur Aktivität passt und wahrscheinlich als weniger anstrengend empfunden wird als, sagen wir mal, konzentriertes Grammatikpauken. Mhm. Es ist Lernen durch Immersion, durch Eintauchen in den Sprachfluss. Nach der Bewegung kommt dann das Abendessen. Laut Skript meist etwas Leichtes wie Suppe, Brot oder Salat. Passt. Danach wird kurz aufgeräumt und es gibt eventuell noch einen kurzen Moment am Laptop, aber eher um E-Mails zu beantworten oder spontane Ideen für neue Projekte wie Videos festzuhalten. Also kein intensives Arbeiten mehr. Die leichte Mahlzeit ist ernährungsphysiologisch sinnvoll für den Abend und die Schlafqualität und die kurze Laptop-Zeit danach klingt eher nach einem Gehirndump, weißt du? Ja, genau, Gedanken abladen. Das passt zum Ausklang des Tages. Und dann leitet der Tag über in die Nacht. Gegen 22 Uhr beginnt das beschriebene Abendritual, eine bewusste Vorbereitung auf den Schlaf. Die Schritte sind klar: Duschen, Zähne putzen, das Licht dimmen, eine klassische Schlafhygieneroutine. Diese Rituale signalisieren dem Körper und Geist, dass es Zeit ist, runterzufahren und sich auf die Ruhephase vorzubereiten. Das Dimmen des Lichts spielt dabei ja eine wichtige Rolle für die Melatoninproduktion. Stimmt. Die letzte Aktivität, bevor dann wirklich die Augen geschlossen werden, ist noch einmal das Lesen. Ein paar Seiten und hier wird explizit erwähnt, bevorzugt in einem Buch auf Deutsch. Aha. Das Ziel sei es, den Tag ruhig ausklingen zu lassen und das tagsüber Gelernte quasi im Halbschlaf noch etwas zu festigen. Hier wandelt sich das Lernen noch einmal. Es ist wahrscheinlich kein anspruchsvolles Fachbuch, sondern eher Belletristik oder was Leichtes, nehme ich an. Ja, davon gehe ich auch aus. Das Lesen auf Deutsch dient hier weniger dem aktiven Wissenserwerb als vielmehr dem entspannten Anwenden der Sprache, dem Verweilen in der Klangwelt und Struktur des Deutschen. Es ist ein sanfter sprachlicher Abschluss des Tages, der nicht überfordert, aber den Kontakt zur Sprache bis zum Schluss aufrechterhält. Mhm. Man könnte natürlich argumentieren, dass für manche jede kognitive Anstrengung vor dem Schlaf kontraproduktiv sein kann. Aber hier scheint es ja als entspannend empfunden zu werden, was die persönliche Natur solcher Routinen unterstreicht. Bevor es dann gegen 23 Uhr endgültig ins Bett geht, gibt es noch eine mentale Komponente, die im Skript hervorgehoben wird. Ein kurzer Moment des Nachdenkens über das Gelernte des Tages und über Dinge, für die man dankbar ist. Oh, interessant. Und ein Detail, das als sehr wichtig markiert wird. Das Handy wird ausgeschaltet. 2 sehr starke Elemente. Das Ausschalten des Handys oder zumindest das Weglegen aus dem Schlafzimmer ist ja ein fundamentaler Rat für guten Schlaf. Die Blaulichtfilterung allein reicht oft nicht. Stimmt.
Und die kurze Reflexion über Gelerntes und Dankbarkeit ist eine etablierte Technik aus der positiven Psychologie. Sie lenkt den Fokus auf Positives, hilft den Tag mental abzuschließen, reduziert Grübeleien und kann nachweislich das Wohlbefinden und die Schlafqualität fördern. Zum absoluten Abschluss gibt es dann noch eine Art inneres Mantra oder einen positiven Ausblick, den sich die Person gibt. Morgen wird ein neuer Tag und wieder eine neue Gelegenheit, etwas auf Deutsch zu lernen. Das rahmt den gesamten Prozess positiv ein. Es unterstreicht die Sichtweise des Lernens als eine fortwährende Reise und Chance, nicht als eine lästige Pflicht. Genau. Solche positiven Selbstinstruktionen können die Motivation für den nächsten Tag tatsächlich beeinflussen und helfen auch nach einem vielleicht nicht ganz perfekten Tag wieder mit frischem Elan zu starten. Das wirft natürlich die Frage auf, wie sehr die innere Haltung den Erfolg solcher Routinen mitbestimmt. Was ziehen wir also aus dieser detaillierten Schilderung für dich mit? Wenn wir diesen Tagesablauf betrachten, erkennen wir ein klares Muster. Ein Alltag, der extrem auf Routine und die nahtlose Integration des Deutschlernens setzt. Ja, vom Aufwachen mit deutschen Medien über die Lernsnacks in Pausen und bei Bewegung bis zum deutschen Buch als Schlafbegleiter. Die Quelle selbst betont ja den Wert der Routine, um fokussiert zu bleiben und tägliche kleine Fortschritte zu erzielen. Stärke liegt hier nicht in einzelnen genialen Tricks, sondern in der konsequenten, fast schon unauffälligen Einbettung des Lernens in den normalen Tagesfluss. Es zeigt eindrücklich, wie man ein großes Ziel wie eine Sprache fließend zu beherrschen durch die Kumulation vieler kleiner, regelmäßiger Schritte erreichen kann, ohne dafür zwingend riesige separate Zeitblöcke im Kalender blocken zu müssen. Das Schlüsselwort ist hier wirklich Konsistenz. Für dich könnte das bedeuten, es muss nicht immer die große Geste sein, der 2-stündige Lernmarathon am Wochenende. Schon kleine, aber bewusst und regelmäßig integrierte Berührungspunkte mit der Sprache im Alltag können auf lange Sicht einen erheblichen Unterschied machen. Absolut. Vielleicht inspiriert dich ja eine der hier vorgestellten Ideen, eine deiner eigenen Übergangszeiten mal anders zu nutzen. Absolut. Aber, und das ist ein wichtiger Einwand, den die Quelle ja selbst andeutet, indem sie sagt, jeder Tag sei ein bisschen anders, so eine durchstrukturierte Routine hat auch ihre Tücken. Stimmt. Das führt uns zu einem letzten Gedanken, den du vielleicht mitnehmen möchtest. Wie viel Flexibilität braucht eine solche Struktur, um nachhaltig zu sein? Guter Punkt. Eine Routine, die im ersten unerwarteten Ereignis, ein krankes Kind, ein dringender Termin, ein Tag mit null Motivation, komplett zusammenbricht, ist auf Dauer ja nicht hilfreich. Ein sehr relevanter Punkt für die praktische Umsetzung, klar. Genau. Wo liegt also die gesunde Balance? Einerseits die hilfreiche Struktur, die uns Orientierung gibt und das Dranbleiben erleichtert, wie wir es hier gesehen haben. Andererseits die notwendige Anpassungsfähigkeit, die das echte Leben mit all seinen Unwägbarkeiten eben erfordert. Wie kann man eine Routine schaffen, die stabil genug ist, um Fortschritt zu gewährleisten, aber flexibel genug, um nicht zum starren Korsett zu werden, das bei der kleinsten Abweichung Frustration erzeugt? Ja. Gerade beim Lernen, das ja auch von Stimmung und Energie abhängt. Darüber nachzudenken, wie diese Balance für dich persönlich aussehen könnte, ist vielleicht der wichtigste nächste Schritt. Ein hervorragender Punkt zum Abschluss, der die individuelle Anpassung betont. Das war unsere heutige detaillierte Betrachtung dieses Lerntagesablaufs für dich. Wir hoffen, es waren nützliche Einsichten dabei. Hoffentlich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.